Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum dritten Webinar von Corosys. Schön, dass Sie alle Zeit gefunden haben. Heute Nachmittag ein paar vielleicht neue Erkenntnisse in die spannende Thematik Entalkoholisierung zu gewinnen. Ich habe gerade gehört, wir warten noch auf die letzten 2 Nachzügler und ich denke, dann starten wir innerhalb der nächsten Minute. Okay, also nochmal herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Etwas später als gedacht, aber jetzt sind wir dabei. Entalkoholisierung, unser Thema. Bevor es losgeht, wie können Sie da draußen mit uns interagieren, Fragen stellen über das sogenannte F&A, Q&A-Tool, das Sie in der Zoom-Taskleiste sehen, einfach die Frage reinschreiben. Die werden wir dann am Ende spätestens beantworten oder eben, wenn sie gerade ins Thema passt, natürlich direkt mit einflechten. Handheben ist ein Punkt für die anschließende Diskussionsrunde nach unserem Webinar. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie am Ende kurz Ihr Feedback über die Umfrage hinterlassen, damit wir auch weiterhin die besten Inhalte produzieren können und das, was Sie wirklich interessiert, nach draußen tragen können. Entalkoholisierung. Was ist da eigentlich passiert in den letzten Jahren? Wow, vom Autofahrerbier über die Gesundheitswelle, das Wellbeing zum Sportgetränk. Was ist da passiert? Ich glaube, man kann das so wirklich gar nicht an 1 oder 2 Dingen festmachen, weil die Welt insgesamt im Umbruch ist. Natürlich, die Pandemie gibt ihr Übriges dazu, aber vielleicht so ein kleiner Abriss, wie das alkoholfreie Bier eigentlich entstanden ist. Das Grundbedürfnis, naja, wir wissen alle, jeder liebt seinen Führerschein und sein Auto, also wurde das alkoholfreie Bier an sich, so ist es im Osten zumindest, im Osten Deutschlands entstanden, als Aubi verkauft worden. Westdeutschland hat ja, wie wir sicherlich alle wissen, mit dem Klausthaler Produkt 1979 die eigentliche Marke schaffen können, wo ja schon seit über 30 Jahren einige Brauereien sozusagen als Basisbier bekannt haben. Und so sind es viele, viele weitere Biere geworden, die auch die Vielfalt widerspiegeln. Eigentlich ist es weltweit fast immer noch die einzige Braukultur, die ernsthaft das alkoholfreie Bier verfolgt. Dann plötzlich kamen die Bewegungen, die uns auch aktuell beschäftigen, gesundheitliche Gründe, einfach der Lebenswandel, gesünder sich zu ernähren und natürlich auch vor 15 Jahren circa, ich erinnere mich noch, als ich gerade in die Lehre gekommen bin, plötzlich war eine bestimmte Biermarke als Sportgetränk zu sehen und in der Werbung. Auch als passionierter Hobbysportler weiß ich das, dass bei jeder Amateurveranstaltung eigentlich inzwischen immer der Wagen mit dem alkoholfreien Bier nicht fehlen darf. Natürlich, wir müssen ein bisschen im Zahlenwerk wühlen. Diese Statistik ist im letzten August erschienen. Viele werden sie wahrscheinlich kennen. Es ging ja auch durch die öffentlich-rechtlichen Medien, Radiostation, Fernsehstation, Tagesschau. Man hat es mitbekommen. Und es ist wirklich interessant, das zu sehen, die Entwicklung von den letzten circa 10 Jahren, dass also das alkoholfreie Bier in Deutschland vom Absatz her, von den Hektolitern, Millionen Hektolitern Produktion inzwischen sich verdoppelt hat. So gesehen liegen inzwischen Biermischgetränke und alkoholfreie Biere gleich auf. Und das ist ein interessanter Fakt, wie ich finde. Man muss sich überlegen, was passiert da eigentlich gerade im Markt? Wo sind die Trends? Wie ist die Akzeptanz beim Kunden? Und natürlich, wie sind dann entsprechend die Erwartungen an ein Produkt, denen sich die Produzenten stellen müssen? Der große Trend aktuell, und ich denke, der Dry January ist auch in Deutschland inzwischen angekommen, dass also bewusst auf Alkohol verzichtet wird. Das heißt, dass Produzenten immer weiter alkoholfreie oder alkoholreduzierte Produkte in ihr Portfolio mit aufnehmen müssen. Gepaart mit dem sogenannten Sober Trend,
oder dem Mindful Drinking, wie es in den USA oder auch in England schon bekannt ist, wird es nicht mehr nur eine Alternative, sondern bewusst zur Entscheidung, auf Alkohol zu verzichten und letztlich eben auch als Derivat sozusagen des alkoholischen Urprodukts ja, den sozialen Druck herauszunehmen. Und der wird so gesehen also auch nicht zuletzt über die sozialen Medien immer wieder verstärkt, sodass ja auch eine gestiegene Erwartung an Vielfalt und Qualität und besonders dem Image ja auch Sorge getragen werden muss. Es hilft also nicht nur, eine bestimmte Marke zu produzieren, um sie als alkoholfrei zu titulieren, nein, sondern es werden bewusst neue Marken geschaffen, die als alkoholfrei in den Markt kommen. Wow, ein Hoch auf die Vielfalt. Wie müssen Produzenten reagieren, um die neu gestiegene Marktnachfrage zu bedienen? Schnellere Reaktionen auf Trends sind gefragt. Vielleicht sogar der Schnellste zu sein, neue Trends zu setten, also praktisch der Erste in der Nische zu sein, neuartige Produkte zu entwickeln und eben immer auch, und das ist das Schöne daran, was jetzt im Moment passiert, die alkoholfreien Biere werden immer besser, denn auch die Ansprüche der Trinker da draußen werden immer höher und so weiter und so weiter. Letztlich kommt es dazu, dass bestimmte Dinge vom Markt erwartet werden, also an den Produzenten der Getränke gestellt werden, und das pflanzt sich natürlich vor zu uns Anlagenbauern. Was sind die neuen Herausforderungen und die entsprechend resultierenden Wünsche daraus? Beginnt klar vom Hygienic Design, der Qualität der Verarbeitung der Anlage und letztlich der Produktsicherheit. Das bildet die absolute Basis jeder technischen Anlage, die in der Lebensmittelindustrie im Einsatz ist. Das muss Grundverständnis sein. Darauf aufbauend Flexibilität, flexible Anlagenteile, Produktdiversifizierung, der Sorge getragen werden muss, entsprechend automatisiert und sicherlich auch inzwischen den Emissionsschutz zu beachten. Dabei denke ich vor allen Dingen an Lärm, aber eben auch der Ver- und Entsorgung von bestimmten Produkten. Wir sehen das im weiteren Verlauf des Webinars noch genauer. Und zu guter Letzt, ja, eine Investition in solche Anlagen kostet richtig viel Geld. Das wissen wir. Deswegen ist es wichtig, in die Zukunft zu denken. Nur noch die bestehende Anlagentechnologie zu kopieren und weiter in den Markt unter neuem Gewand zu bringen, reicht nicht aus. Es wird so sein, dass die Industrie 4.0 bestimmte Branchenstandards wie der Weihenstephaner Standard, die Integrität in bestehende Prozesssysteme oder besonders auch die Bedienbarkeit, der Umgang der Brauer, der Anlagenbediener mit der Anlage muss schlicht simpel und leicht von der Hand gehen. Das sind die Themen, die uns in Zukunft beschäftigen werden und dadurch ja, die Produktivität unserer Kunden, also Ihnen im Markt, garantieren. Wie die gesamte Sache aussehen wird und was genau dahinter steckt, dazu holt uns jetzt Jan nochmal ab. Sicherlich haben einige schon etwas Vorwissen, aber Jan, schön, dass du auch Zeit gefunden hast, heute uns oder wieder mit mir zusammen ein Webinar zu machen. Dein Auftritt, Verfahrenstechnik, auf geht's, viel Spaß. Ja, danke. Hallo auch von meiner Seite. Der Stefan hat es ja schon gesagt, alkoholfreie Biere werden nachgefragt und für den Hersteller gibt es hier einige Möglichkeiten, diese herzustellen. Grundsätzlich lassen sich die Verfahren unterteilen in physikalische Verfahren, biologische Verfahren. Bei den biologischen Verfahren zielt man darauf ab, dass der Alkohol gar nicht erst entsteht, zum Beispiel indem man die Gärung in einem frühen Stadium stoppt. Oder was zum Beispiel in letzter Zeit immer häufiger kommt, ist die Nutzung von speziellen Hefen, die keinen Alkohol bilden, zum Beispiel, weil sie keine Maltose vergären können und daher mangels Substrat auch keinen Alkohol erzeugen. Bei den physikalischen Verfahren dagegen ist das Ausgangsprodukt erstmal ein quasi fertiges, normales Bier, dem dann im Nachhinein der Alkohol entzogen wird.
Am verbreitetsten sind da thermische Verfahren und Membrantrennverfahren. Bei einer Membran wird das Bier daran vorbeigeleitet. Der Alkohol geht dann durch die Membran aus dem Bier und zurück bleibt ein alkoholarmes oder alkoholfreies Bier. Bei den thermischen Verfahren macht man sich im Grunde die Destillation zunutze. Durch Verdampfen eines Teils hat man einen alkoholangereicherten Dampf und zurück bleibt ein alkoholärmere bzw. alkoholfreie Flüssigkeit, das alkoholfreie Bier. Prinzipiell kann man diese ganzen Verfahren, die ja alle ihre Vor- und Nachteile haben, sowohl technisch, praktisch und natürlich auch vom Geschmacksprofil des Produkts. Man kann die auch kombinieren. Vor allem würde man sie aber eher kombinieren, indem man verschiedene Biere nach verschiedenen Verfahren herstellt und diese dann im Nachgang verschneidet. Man würde jetzt eher nicht einen gestoppten Gärer noch entalkoholisieren mittels Verdampfung oder dergleichen. Alle diese Verfahren sind natürlich interessant. Wir werden uns heute auf die Rektifikation konzentrieren. Und da kommt vor allem die Vakuumrektifikation zum Einsatz. So, einmal warum Vakuum? Bei der Rektifikation, wie gesagt, ist eben eine Destillation, wird ein Teil verdampft. Das geschieht bei einer gewissen Temperatur. Um diese möglichst gering zu halten, findet der Prozess in einem Vakuum statt. Damit können wir bei zum Beispiel 40 Grad verdampfen, anstatt bei Umgebungsdruck 100 Grad. Und hier sieht man ein Schema, wie typischerweise eine Vakuumrektifikation aufgebaut ist. Das Bier kommt von links rein, kommt zunächst in einen Entgaser. Der ist wichtig bei CO2-haltigen Getränken, wie zum Beispiel Bier, da das CO2 zu Problemen bei der Rektifikation führen könnte. Das entgaste Bier wird dann in eine Rektifikationskolonne geleitet, hier dargestellt als 2 Kolonnen, da es meistens so ausgeführt wird, aufgrund begrenzter Deckenhöhen. Grundsätzlich kann das aber auch in einer Kolonne stattfinden. In der Rektifikation eben erfolgt jetzt die Auftrennung thermisch in eine alkoholarme Flüssigkeit und einen alkoholreichen Dampf. Der Dampf verlässt oben die Rektifikationskolonne und wird einem Kondensator zugeleitet, wird dort verflüssigt und der Ethanol, der dann üblicherweise über 70 Volumenprozent hat, wird ausgeleitet. Das am Sumpf der Rektifikationskolonne ankommende flüssige, quasi alkoholfreie Bier wird noch über einen Verdampfer geleitet. Dieser Verdampfer verdampft einen Teil, der dann eben für die Beheizung des Rektifikationsprozesses zuständig ist. Und nach dem Verdampfer haben wir dann quasi unser entalkoholisiertes Basisbier, könnte man es nennen. Was wir hier noch sehen, ist eben die Vakuumpumpe, die dafür sorgt, dass einmal der Prozess der Rektifikation unter einem Vakuum steht und über diese Vakuumpumpe wird auch das CO2 im Entgaser aus dem Bier gesogen. Und wir sehen hier noch eine Aromarückgewinnung. In diesem Fall ist es ein sogenannter Gaswäscher, da das CO2, das wir aus dem Entgaser bekommen, nicht ganz trocken ist, sondern mit dem CO2 werden auch verschiedene Stoffe, vor allem auch Ethanol und andere flüchtige Aromastoffe mit entgast. Und diese Stoffe werden hier zum Beispiel in diesem Gaswäscher ausgewaschen und man könnte jetzt das sogenannte Aromawasser wieder dem entalkoholisierten Bier zuführen. Prinzipiell ist Aromarückgewinnung nicht immer gleich Aromarückgewinnung, da gibt es ein paar verschiedene Varianten. Man könnte zum Beispiel auch das CO2, bevor es in die Vakuumpumpe kommt, kühlen, damit kondensierbare Stoffe auskondensieren und dann auch wieder dazugeben.
Und hier unten sehen wir dann den letzten Teil einer Entalkoholisierungsanlage. Da wird aus diesem entalkoholisierten Basisbier durch Zugabe verschiedener Stoffe, insbesondere CO2 zum Beispiel, dann ein fertiges Bier. So, wir schauen uns jetzt die einzelnen Punkte nochmal an. Beginnend mit der Entgasung. Wie gesagt, es geht darum, das CO2 aus dem Bier zu bekommen. Man sieht hier mal das Innere eines Entgasers. Das Bier wird dafür in einem Tank, der unter Vakuum steht, verdüst und gibt dann damit das CO2 ab. Wichtig ist, und hier sieht man auch das wichtigste Bauteil eigentlich des Entgasers, nämlich die Verteildüse, die einen schirmförmigen Strahl bildet. Wichtig ist auch, dass dieser Strahl ringförmig ist, nicht kreisförmig, und das Bier an die Tankwand leitet. Dort läuft es dann nochmal herunter. Das CO2 hat somit viel Möglichkeit, aus dem Bier zu entweichen. Und wichtig ist, dass es im Entgaser zu keinem Schäumen kommt. Das muss unbedingt unterdrückt werden. Da ist wichtig, dass man auch genug Vordruck zum Beispiel auf die Verteildüse hat. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, man sieht es hier links und rechts neben der Düse, Sprühkugeln eingebaut. Natürlich muss der ganze Tank reinigbar sein und auch die Düse muss möglichst einfach konstruiert sein, um die möglichst einfach reinigbar zu halten. So, das entgaste Bier kommt nach dem Entgaser in die Rektifikationskolonne. Wie gesagt, die Rektifikation ist ein thermisches Trennverfahren. Wir trennen das Ausgangsprodukt auf in einmal eine alkoholreiche Gasphase und eine alkoholärmere Flüssigphase. Das ist das Gleiche wie bei einer Destillation, und eine Rektifikation ist eigentlich nur das Hintereinanderschalten mehrerer Destillationsvorgänge. Man kann hier einmal an der Gleichgewichtskurve auch sehen, wo sich der Gehalt an Alkohol in der Gasphase einstellen wird. Wenn man unten zum Beispiel schaut, ein Bier mit 0,5 Volumenprozent, wenn ich das verdampfe, würde das im Gleichgewicht stehen mit Dampf von bereits 45 Volumenprozent. Das schaltet man eben kontinuierlich hintereinander in so einer Rektifikationskolonne, wie wir sie hier sehen. Das Bier wird in der Mitte ungefähr aufgegeben. Nach unten hin läuft das Bier dann durch eine Packung und gibt den Alkohol ab, könnte man sagen, an die nach oben strömenden Rüden, die sich eben mit Alkohol anreichern und oben die Kolonne verlassen, am Kondensator verflüssigt werden, dann einmal ausgeleitet werden. Das Bier wird dann hier in den Verdampfer geleitet. Man sieht das oben, das Bier wird dann verteilt auf verschiedene Rohre und läuft in den Rohren an der Wandung nach unten ab. Und von außen wird der Prozess mit Dampf beheizt. Damit verdampft ein Teil des Bieres, der wird unten separiert, gelangt nach links in die Rektifikationskolonne und das flüssige, alkoholisierte Bier wird ausgetragen. Wichtig bei der Verdampfung ist, dass der Dampf bei möglichst niedriger Temperatur zur Verfügung steht. Das Bier hat ja üblicherweise hier eine Temperatur von 40 Grad, bei der wir verdampfen möchten. Und der Heizdampf sollte dann nicht viel wärmer sein, ungefähr vielleicht 10 Grad drüber. Das heißt, der Dampf sollte um die 50 Grad haben. Und das erreicht man auch nur, indem nicht nur die Produktseite, sondern auch die Heizdampfseite unter Vakuum steht. Okay. Wenn wir einmal in die Rektifikationskolonnen schauen, sind dort wesentlich zwei verschiedene Einbauten zu finden. Einmal die Verteiler. Hier wird das Bier, vor allem wenn ich es in die Kolonne eingebe, verteilt.
Wichtig ist, dass es sich gleichmäßig über die gesamte Oberfläche der Packung verteilt, damit man eine gleichmäßige Strömung nach unten hat. Gleichzeitig müssen aber auch die aufsteigenden Brüden durchgelassen werden. Man sieht das hier an den Kaminen, die Brüden jetzt eben durchlassen, während sie das Bier, das Bier wird zwischen den Kaminen verteilt und tropft dann nach unten gleichmäßig ab. Rechts sehen wir die Packung. Die gesamte Kolonne ist eigentlich von oben bis unten mit dieser Packung gefüllt. Das ist vereinfacht gesagt ein Wellblech, das gestapelt ist. Und das erzeugt eine hohe Oberfläche, sodass ich viel Kontakt zwischen der flüssigen Phase habe, die ja über diese Packung herunterläuft, und den nach oben steigenden Brüden. Die Packung sollte aus Edelstahl sein, und zwar komplett. Nicht nur die einzelnen Bleche, sondern auch alle anderen, zum Beispiel Schrauben, die diese Packung zusammenhalten, oder Ringe. Darauf ist auch zu achten, dass das alles komplett aus Edelstahl ist. Dann hat man da auch hygienisch keine Probleme und so eine Packung hat dann eine eigentlich unbegrenzte Lebenszeit. Wichtig bei sowohl den Verteilern als auch bei der Packung ist, dass man einen sehr geringen Druckverlust hat auf der Blütenseite. Gering heißt hier wirklich gering. Wir reden hier von ungefähr 10 bis 20 Millibar eigentlich, die wir maximal von unten durch Verdampfer, durch die Packung, durch die Verteiler und auch durch den Kondensator haben möchten. Okay, nach dem Verdampfer haben wir jetzt eben unser entalkoholisiertes Basisbier, aber damit aus diesem Bier auch wirklich ein verkaufsfähiges Produkt wird, kommt jetzt das, was wir den Finisher nennen. Hier wird das Bier quasi konfektioniert. Auf jeden Fall, wenn wir ein Bier, was ja ein CO2-haltiges Getränk ist, haben, muss es wieder carbonisiert werden, weil wir das CO2 entfernt haben. Man kann auch weitere Stoffe dosieren. Üblich sind hier eine Mutterbierdosage, da das entalkoholisierte Bier meistens einen Alkoholgehalt hat, der deutlich unter dem gewünschten, das sind ja die in Deutschland erlaubten 0,5% hat. Dann kann man das mit Mutterbier nochmal aufmischen bis zum gewünschten Gehalt. Oft wird noch entgastes Wasser dosiert, um den verlorenen Ethanol volumenmäßig zu kompensieren. Oder eben das Aromawasser, wie wir es vorhin gesehen haben aus dem Gaswäscher zum Beispiel. Das sind so die üblichen Dosagen, die man eigentlich in den meisten Entalkoholisierungen findet. Man kann das aber auch weiterdenken. Zum Beispiel, es muss ja nicht immer das Mutterbier sein, sondern ein anderes Bier oder ein anderes alkoholfreies Bier. Das hatte ich vorhin kurz angesprochen, zum Beispiel der Verschnitt mit einem gestoppten Gärer. Und ansonsten gibt es ganz viele weitere Möglichkeiten. Würze wäre zum Beispiel ein Thema, wenn man ein 0,0er Bier herstellen möchte und eigentlich keine weiteren Biere oder selbst alkoholfreien Biere, die ja noch einen Restalkohol haben, zuschneiden möchte. Oder denkbar wäre auch, einfach einen Grundstoff zu dosieren. Da, wir haben es auch in der Statistik gesehen, nicht nur alkoholfreie Biere, sondern auch Biermischgetränke und damit auch alkoholfreie Biermischgetränke immer beliebter werden. Zusammen mit einer erhöhten Dosage an entgastem Wasser hätte man dann dem Grundstoff auch gleich sein alkoholfreies Biermischgetränk an der Anlage ausgemischt. So, der letzte Punkt am Finisher ist dann die Analyse. Hier wird noch einmal vor allem der Alkohol kontrolliert und CO2, meistens auch der Sauerstoff. Und gleichzeitig kann man natürlich diese Analyse auch nutzen, um vor allem zum Beispiel das CO2 zu regeln. Und auch die Mutterbierdosage muss nicht nach Verhältnis laufen, sondern man kann über eine Regelstrecke hier punktgenau seinen Alkoholgehalt dann einstellen. So, jetzt haben wir eigentlich immer nur über das
Bier gesprochen, das ja natürlich die Hauptrolle in der Entalkoholisierung darstellt. Ähm, Die Alkoholseite ist aber auch nicht zu vernachlässigen. Da der Alkohol fällt ja an, haben wir gesehen, am Kopf der Rektifikationskolonne, wird dann kondensiert und ausgetragen, und hat dann über 70%. Das Einfachste ist, man kann den Alkohol einfach verwerfen. Der wird dann in einen einfach den Gully geleitet und das Klärwerk darf sich drum kümmern. Und hier sehen wir auch schon eigentlich die 2 wichtigen Punkte, auf die man achten muss. Auch wenn der Alkohol einfach nur verworfen wird, ist alles, was alkoholführend ist, zu verplomben. Und der zweite Punkt ist, der Alkohol, ist natürlich für ein Klärwerk viel Arbeit. Das ist auf jeden Fall mit dem Klärwerk im Vorfeld abzustimmen, was man da vorhat, vor allem welche Mengen an Reinstalkohol, man zu gedenkt einzuleiten pro Tag und pro Jahr, damit das Klärwerk sich auch darauf einstellen kann. Und wichtig ist hier auch die Angabe des absoluten Wertes an reinem Alkohol, denn verdünnen bringt ja auch nichts, denn das, ändert nichts an der Menge an Alkohol, die eingeleitet wird. Das Zweite ist, der Alkohol kann natürlich aufgefangen werden. Dazu benötigt man dann aber eine Erfassung der Menge, damit, die Alkoholsteuer erfasst werden kann. Und auch hier muss verplombt werden, und zwar üblicherweise ab der Druckseite der Ethanolpumpe. Da alles vor der Pumpe unter Vakuum steht, da sieht der Zoll ein, dass man da schwer drankommt. Aber alles, was dann unter Druck steht, muss verplombt werden bis zur Ethanolmessanlage, die selbst üblicherweise in einem verplombten Käfig dann sitzt. Und danach muss nicht mehr verplombt werden. Nach der Messanlage geht der Ethanol dann üblicherweise in einen Lagertank, wovon er dann über eine am besten eifähige Verladestation in TKWs verladen werden kann und verkauft werden. Hier sehen wir nochmal ein Bild zu einer Anlage, wie wir die bauen. Bei uns sind die modular aufgebaut. Man sieht links den Entgasertank, in der Mitte ein Kondensator und rechts die Rektifikation mit 2 Kolonnen und ganz rechts den Fallfilmverdampfer. Ähm, Die Vorteile einer Vakuumrektifikation sind, wie gesagt, durch das Vakuum eine sehr schonende Produktbehandlung, da wir niedrige Temperaturen haben. Und ich kann mit dieser Anlage ein Bier, und das kommt auch immer mehr, mit wirklich 0,0 Volumenprozent herstellen. Und das ist auch immer zu empfehlen, dass die Anlage das auf jeden Fall kann, da der Trend da scheinbar hingeht, auch wenn es momentan noch zum Beispiel mit Mutterbier dann verschnitten wird. Auch ein Vorteil ist, der Ethanol hat über 70 Volumenprozent, den ich erhalte. Auch wenn ich ihn auf 'n Gully leite, ist das sicherlich ein Vorteil, da man auch bedenken muss, wenn ich den Ethanol oben nur auf zum Beispiel 30 Volumenprozent konzentriere, dann habe ich immer noch darin 70% Wasser, die ich meinem Bier entziehe. Daher ist auf jeden Fall auch, wenn der Ethanol verworfen wird und auf Gully geleitet wird, eine hohe Konzentration da sinnvoll. Und auch ein wesentlicher Vorteil der Vakuumrektifikation ist eine quasi unbegrenzte Lebensdauer. Es sind quasi nur Teile aus Edelstahl verbaut. Außer den Dichtungen an Ventilen und Pumpen muss eigentlich nichts getauscht werden. Und so läuft die Anlage eigentlich ewig. Wichtig und worauf man achten muss, ist auf jeden Fall die hygienische Gestaltung dieser Anlage, vor allem, da wir ja eigentlich ein sehr sensibles Produkt haben. Wenn man denkt, wir haben dem Bier quasi seine Konservierungsstoffe entzogen, nämlich den Ethanol und das CO2, und dann halten wir es auch noch bei kuscheligen Temperaturen von 40 Grad, dann kann so eine Anlage schon zu einer Keimzelle werden. Daher ganz wichtig,
die absolute Reinigbarkeit der Anlage. Und hier empfiehlt es sich auch, sogar eine Anlage mit einer integrierten ZIP-Anlage zu nutzen. Das Problem ist, die meisten Anlagen haben sehr kleine Durchflüsse, also sehr üblich sind Anlagen mit 10 Hekto pro Stunde, 20 Hekto, teilweise auch nur mit 5 Hekto. Und ich denke, die wenigsten werden eine ZIP-Anlage für 10 Hekto haben. Daher haben wir immer die Möglichkeit der integrierten ZIP-Anlage. Dann wird die Anlage im Kreislauf selbstständig gereinigt. Wichtig auch die Flexibilität. Die resultiert vor allem einmal daraus, dass man ein Bier mit 0,0 Volumenprozent bekommt, indem man dann im Finisher eigentlich alles machen kann, was auch immer der Markt haben möchte. Und natürlich immer eine einfache Bedienbarkeit, vor allem die Software bei so einer verfahrenstechnisch doch sehr komplexen Anlage ist es sehr wichtig, dass man immer alles im Blick hat, was in der Anlage passiert, dass die Anlage einfach bedient werden kann. Genau. Ja, so viel erstmal von meiner Seite zur Anlagentechnik und Verfahrenstechnik und dann übergebe ich wieder an den Stefan. Jawohl, Jan, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Ich denke, da war schon einiges dabei. Trotzdem würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, ein paar Fragen, die inzwischen aufgekommen sind, mit zu beantworten, weil die ganz gut passen. Ich fange mal an mit der Frage nach der Aufgabeverteilung. Und zwar, wie stellen wir denn eigentlich sicher, dass die Verteiler bei der doch recht verschachtelten Ausführung, dass die ordentlich sauber gemacht werden? Kannst du da noch mal näher drauf eingehen vielleicht? Ja, wie gesagt, damit die Teiler zum einen das Bier gut verteilen und auch die Brühen durchlassen, sind die mechanisch relativ aufwendig. Hier ist es wichtig, dass man über dem Verteiler, unter dem Verteiler Sprühkugeln hat, die dann bei der ZIP angesteuert werden und ich somit die Verteiler rundherum eigentlich abwaschen kann. Okay, also sprich, dadurch wird die turbulente Strömung im Endeffekt gewährleistet und wie du es gesagt hast, also da so eine Anlage ja durchaus 5, 6 Tage am Stück produziert, die Gefahr von der Mikrobiologie deutlich verringert. Ja. Eine weitere Frage ist gewesen, und das passt ganz gut dazu, also hier im Hintergrund sieht man auch eine Maschine. Und da war es nämlich so gewesen, die Frage war, warum man nicht mit Heißwasser statt Dampf beheizt. Also hier bei der Maschine im Hintergrund haben wir genau das Gleiche gemacht. Also die ist mit Heißwasser befahrbar und eben auch notfalls mit Dampf. Also es ist eine reine verfahrenstechnische Auslegungssache vom Fallfilmverdampfer. Und da wir eben niedrige Temperaturen haben, genau, da wird auch Heißwasser reichen. Wichtig ist, dadurch, bei Dampf ist natürlich der Wärmeübergang viel besser, als wenn ich so ein Apparat immer nur mit Heißwasser betreibe. Prinzipiell geht das, haben wir ja auch schon gemacht. Wir würden trotzdem dann das Heißwasser aber flashen. Das heißt, das Wasser kommt an und wird in ein Vakuum geflasht, verdampft, dann wird an das Rohrbündel geleitet und kondensiert dort wieder. Grundsätzlich ist die Idee aber gut und deshalb sind auch diese Verdampfer eigentlich eine wunderbare eine Energiesenke, wenn man wirklich Energie übrig hat auf einem Niveau, das man eigentlich sonst nirgends verbrauchen kann. Genau. Ja. Und ich denke, darauf zielt die Frage auch ab. Zum Thema Temperatur auch noch eine spannende Frage. Du bist sehr detailliert, denke ich, auf die Rektifikation eingegangen. Gibt es da ein unteres Level, was irgendwo den Prozess limitiert, oder kann man theoretisch durchaus auch auf Raumtemperatur runterkommen, also 20 Grad? Ja, theoretisch geht alles.
Irgendwann findet man dann keine Vakuumpumpe mehr, die das schafft, da der Ja, die Druck Physik kann man nicht überlisten. beziehungsweise wäre dann die Vakuumpumpe so gigantisch. Und was man nicht vergessen darf, wir haben ja Brüden, die wir durch die Kolonne leiten. Und wie gesagt, der Druckverlust ist da natürlich wichtig, und desto kälter wir sind, ist er noch wichtiger, weil ja, wenn ich erstmal Druckverluste überwinden muss, an der Vakuumpumpe darf ich dann gar keinen Druck mehr haben. Ähm, Das bedeutet natürlich, wenn man jetzt bedenkt, ich möchte kälter werden, habe einen niedrigeren Druck, habe ich natürlich umgekehrt ein höheres Brüdenvolumen bei gleichem Massenstrom. Das heißt, auch die Kolonnen müssen einfach nur durch das höhere Volumen, was aus dem niedrigeren Druck resultiert, noch viel größer werden. Also man stößt dann irgendwann an eher praktische Grenzen. Aber ich denke, also üblicherweise, weil auch vom Aufwand her vertretbar sind, diese sehr verbreiteten 40 Grad, gerade im Bierbereich. Es ist aber, denke ich, auch möglich, da auf jeden Fall noch etwas runterzugehen. Klar, also eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung, je nachdem welches. Ich hatte viel von Bedürfnissen gesprochen im Vorfeld. Wenn da also die 30 Grad anstehen und man ja, bereit ist, dafür auch entsprechend mehr zu investieren, ist es nicht das Problem. Genau. Ja, ich denke, der Fragen sind genug, oder? Regie sagt noch, eine Frage ist da. Also die Frage zielt auch nochmal auf die Temperatur ab, ob niedrigere Temperaturen grundsätzlich schonender für das Bieraroma sind. Ich schätze, die Frage kann man ja mit Abstrichen mit Ja beantworten. Jan, was meinst du? Ja, also prinzipiell sind natürlich niedrigere Temperaturen immer besser Ja, kommt für aber das. auch immer drauf an, was reinkommt, ne? Äh, klar. Insbesondere für die Haltbarkeit ist natürlich eine thermische Belastung eher schlecht. Und daher ist zum einen natürlich eine möglichst geringe Prozesstemperatur und natürlich eine möglichst geringe Heiztemperatur wichtig. Okay. Ja. Ah ja, genau. Auch noch eine interessante Frage, deswegen nehmen wir die nochmal schnell mit. Der Alkoholgehalt im Aromawasser, wie hoch ist der? Ist sicherlich auch vom Feed, also von dem Bier, was reinkommt, abhängig. Ja, es ist vor Aber allem auch grundsätzlich gibt es eine Alkoholfracht, ja. ja, genau. Es ist auch davon abhängig, wie viel Aromawasser ich denn habe, denn es löst sich ja dann in diesem Wäscher. Meistens hat es um die 2-3% ungefähr. Also nochmal dazu gesagt, deswegen ist es dann mit der thermischen Entgasung kann man ein 0,0-Bier potenziell herstellen. Das ist nicht das Problem, aber der Rückverschnitt mit dem Aromawasser wird deswegen nicht funktionieren. Dann wird man zwangsläufig immer über die 0,04, also gerundet 0,05 kommen, und damit ist man nicht mehr bei 0,0 Bier und muss andere Möglichkeiten des Verschnitts oder der Aromazuführung verwenden. Okay, ich denke, soweit haben wir alle Fragen beantwortet. Vielleicht kommen noch mehr, einfach in die Runde stellen, das ist nicht das Problem. Super, dass das dieses Mal so schön funktioniert übrigens. Ich glaube, so viele Fragen haben wir noch nie zwischendrin bekommen. Also klasse, danke fürs Mitmachen schon mal. Ich denke, jetzt haben wir viel theoretische Grundlagen gelernt, und natürlich, Sie haben es mitgekriegt, wir hatten auch vorher explizit darauf hingewiesen, kleines Highlight jetzt zur Mitte des Webinars. Wir konnten Jens von Störtebeker, unserem Kunden, gewinnen, mal seine Story zu erzählen. Jens, also du bist bei der Störtebeker Brauerei Innovationsmanager. Wir kennen uns schon sehr, sehr lang, das darf man auch mal dazu sagen. Ich habe
ein schönes Zitat von dir gefunden. Ich lese es mal kurz vor. In Zukunft möchten wir noch schneller und effizienter sein, um den sich verändernden Bedürfnissen und Wünschen der Konsumenten zu begegnen. Ich finde, das ist ein super Einstieg in die Geschichte, wo ich dich bitten möchte, die mal kurz zu erklären, zu erzählen, was euch eigentlich antreibt und wie ihr die Idee zu den Bieren, die wir dann im Verlauf mit dir jetzt also auch verkosten dürfen, hattet. Dank dir schon mal. So, ja, Stefan, ganz lieben Dank für die Einleitung. An Jan und Stefan, an euch beide herzlichen Dank auch für den Input vorab. Ich habe mich so sehr viel an mein persönliches Projekt mit euch rund um unsere Entalkoholisierungsanlage erinnert gefühlt. Und das war für uns sehr, sehr eindrücklich. Stefan hat gerade ein schönes Zitat gebracht. Vielleicht mal vorab. Mein Name ist Jens Reinig. Ich bin bei uns hier in der Störtebeker Braumanufaktur zuständig für den Bereich Innovation oder man kann auch andersrum sagen, als Braumeister im Bereich Produktentwicklung, also alles, was an Flüssigkeiten bei uns neu kommt und falls das dann noch eine neue Technologie erfordert, fällt dann in meine Zuständigkeit. Dann nehmen wir euch noch so ein paar andere Themen, ich sage jetzt mal, die ich hier betreuen darf, ob es jetzt die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer ist oder unseren Single Malt Whisky, aber das sind mal andere Geschichten. Wir sind beim Thema alkoholfrei. Und bevor wir jetzt näher drauf einsteigen, würde ich tatsächlich sagen, für die Kollegen, sage ich jetzt mal draußen an den Bildschirmen, die uns vielleicht noch nicht kennen, möchte ich euch mal ein paar kleine Eindrücke zu uns schicken, sodass man mal ein klein bisschen Hintergrund hat, von wo ich jetzt hier quasi zu euch rausstreame. Im Norden, direkt am Meer, liegt der Heimathafen der Störtebeker Braumanufaktur. Seit 800 Jahren wird hier in der Hansestadt Stralsund gebraut. Mit handwerklicher Tradition und Herzblut. So entstehen auch heute noch innovative Brauspezialitäten. Das schmeckt nicht nur dem Norden, sondern Bierkennern auf der ganzen Welt. Aber eigentlich müssen wir gar nicht viel über unsere Biere sagen. Sie sprechen für sich. Und jedes einzelne ist etwas Besonderes. So unterschiedlich diese Biere sind, eins haben alle gemeinsam: einen echten nordischen Charakter. So, da bin ich wieder. Das mal vielleicht so als paar kleine Eindrücke für euch draußen zu Hause, wer wir sind. Die Störtebeker Braumanufaktur aus Stralsund an der schönen Ostsee. Also wenn Corona es zulässt, herzliche Einladung, kommt uns gerne besuchen. Wir haben immer gerne Kolleginnen und Kollegen auch aus der Branche da. Und das ja schon mal vorab gesagt, bevor wir jetzt gleich ein bisschen über unsere Erfahrung mit dem Thema Entalkoholisierung reden. Wenn ihr mal hier oben zu uns in die Ecke kommt, schaut doch gern vorbei. Dann zeige ich euch gerne mal die Brauerei und vielleicht insbesondere, heute liegt ja ein bisschen der Fokus auf dem Thema, auch gerne unsere Entalkoholisierungsanlage. Stefan, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über unsere Historie quasi, so hast du es genannt, oder unsere Story zu dem Thema alkoholfrei und Entalkoholisierung. Da kann ich mal ein bisschen ausholen und möchte mich da auch ein ganz kleines bisschen dem anschließen, was du vorab zum Markt und zu der Entwicklung von alkoholfrei gesagt hast. Ich bin jetzt mittlerweile seit knapp 5 Jahren hier im Unternehmen. Natürlich geht die Geschichte von alkoholfreiem Bier im Allgemeinen, wie du gesagt hast, und natürlich auch im Besonderen jetzt hier auf das Unternehmen und die Marke noch wesentlich weiter. Was allerdings spannend ist tatsächlich, ist, wir sind ähnlich oder gleich, kann man sagen, wie der Markt gestartet mit einem alkoholfreien Pilz, was zu der Zeit primär, sage ich jetzt mal, als Alternative, Stichwort Auto, Stichwort Gesundheit und so weiter, zu sehen war und vertriebstechnisch als Sortimentsabrundung gesehen werden konnte. Was spannend war, in den letzten Jahren haben wir diesen Paradigmenwechsel bekommen. Und ich sage mal so ein bisschen plakativ aus einer Alternative,
wurde eine bewusste Wahl auf der anderen Seite, an die natürlich auch ganz andere Erwartungen gestellt werden, die uns als Brauern aber ganz andere Absatzpotenziale und dem Verbraucher folglich andere Genusspotenziale bieten. Was ist passiert bei uns? Wir haben zu Beginn ein alkoholfreies Pils natürlich nicht mit einer eigenen Anlage hergestellt, sondern wir haben es extern bei Partnern entalkoholisieren lassen. Damit waren wir auch zufrieden. Klar gibt es immer so ein bisschen ein paar Punkte zu optimieren. Man denke mal an den Transport, also von Brauerei zu Brauerei, das Ganze wieder zurück. Da kann man ein bisschen scherzhaft mal den ein oder anderen Brauer auf Schicht fragen, ob er dann wirklich Spaß hat, ein Sauerstoffmessgerät anzuschließen. Und ich möchte das sehr stark in Zweifel ziehen, spätestens dann, wenn das Bier von seiner Entalkoholisierung, dem Transport und vielfachen Bewegen wieder zurückkommt. Das ist natürlich auch der Punkt, wie es auch eingangs gesagt wurde, es ist eine sehr große Investition. Und man kann Produktqualität verliebt sein, man kann viele Pläne und Visionen haben, aber wenn sich das Ganze nicht rechnen lässt, wozu am Ende ein kritisches Volumen an Absatz von alkoholfreiem Bier folglich auch gehört, würde man sich nie eine Entalkoholisierungsanlage kaufen. Bei uns sind, ich sage jetzt mal, verschiedene Umstände zusammengekommen, glücklicherweise. Auf der einen Seite natürlich ein steigendes Volumen an unserem Freibier, das, was bei euch auch zu Hause im Paket ist, unser alkoholfreies Pils, da kosten wir gleich auch mal rein. Das auf der einen Seite ein steigendes Volumen, auf der anderen Seite vom Bereich der Innovation. Wir sind mit unseren Brauspezialitäten weit über 20 verschiedene Sorten, die wir im Sortiment führen, in der Situation, dem Verbraucher immer wieder neue Genusspotenziale, Entdeckungen und dazu gehören auch Bierstile, egal ob alkoholhaltig oder alkoholfrei, anzubieten zu wollen, aber auch auf der anderen Seite zu müssen. Und somit haben wir uns hinterfragt und das fiel ein bisschen in die Zeit, als ich ins Unternehmen gekommen bin, habe ich unser Inhaber gefragt, wenn du jetzt ein neues Bier machen könntest, für was würdest du dich entscheiden? Und wenn wir jetzt mal 5 Jahre zurückdenken, hätte vermutlich jeder gesagt, ich möchte ein IPA machen. Das war die Zeit, wo letztendlich der Markt eigentlich bei den Innovationen gefühlt nur aus hopfigen Starkbieren bestanden hat. Aber ich habe da ein bisschen anders gedacht und habe mir gesagt, naja, also ich trinke auch mal ganz gerne alkoholfreies Bier tatsächlich, jetzt gerade in der Fastenzeit oder zur Zwischenmahlzeit, wenn man nach Hause kommt und einfach ja Durst und Lust auf diese Produktmatrix Bier hat, aber nicht zwangsläufig den Alkohol brauchen kann, sage ich jetzt mal so. Weil ich gesagt, ich möchte gerne ein alkoholfreies Atlantic Ale machen. Dann haben in der Runde, waren so 6 Personen, haben 4 Personen ein bisschen komisch geguckt und unser Chef hat ein Lächeln entwickelt und hat gesagt, mach das. Auf der einen Seite hatten wir Wachstum, alkoholfreies Pils, auf der anderen Seite gibt es diese Innovation, alkoholfreies Atlantic Ale, was dann in Summe dazu geführt hat, dass wir über die Investition einer Entalkoholisierung nachgedacht haben. Ich komme gleich noch so ein bisschen bei den Stilen drauf, welche Art von Entalkoholisierung für welchen Bierstil. Wir waren historisch und auch für den Bierstil Freibier, unser alkoholfreies Pils, bei einer Vakuumrektifikation und diese Stiltypik bei einem wachsenden Ausstoß und wachsender Beliebtheit galt es natürlich zu erhalten, parallel aber sich auch die Potenziale aufzubauen für viele neue innovative Sachen. Und somit sind wir dann mit einer Idee eines bestehenden Verfahrens, aber vielen Ansprüchen an unsere Zukunft, an viele weitere Produkte, die hinterherkommen, die man schon im Kopf hatte, sprich, was muss die Anlage können, an Corosys herangetreten. Wir haben uns folglich im Wettbewerb auch umgetan, haben uns alles angeschaut, haben aber am Ende, auch wenn wir jetzt hier in Stralsund die erste Anlage von Corosys stehen haben, uns für unseren Partner entschieden, weil im Wesentlichen die Verdampfertechnologie auf der einen Seite dort zu Hause war, die Prozesstechnologie bei den Getränken, aber das Wichtigste für uns, dass unseren Bedürfnissen heute, insbesondere aber denen, die in Zukunft noch kommen, da begegnet wurde. Das mal vielleicht, Stefan, zu unserer Historie, was so ein bisschen die Entwicklung unseres Projektes angeht. Danke, Jens. Und auch für die relativ offene Darlegung der ganzen Geschichte, dass es, ich sag mal, irgendwo, mögen wir natürlich auch die Herausforderung, denn ich sag mal, es ist zu einfach, nur das zu machen, was alle anderen auch tun im Bereich Verdampfungstechnik oder Entalkoholisierung, Rektifikation. Dadurch, ich sag mal, gewinnt man nicht den Blumenstrauß da draußen. Also da muss man eben auch mit den Bedürfnissen, die die Kunden haben,
mitgehen. Und wir machen das sehr gern. Wir denken da, wie unsere amerikanischen Kunden auch gerne immer sagen, out of the box. Und das ist ja sicherlich das, was beide Partner in einem Projekt auch nach vorne bringt. Und wie das dann schmeckt, ich denke, das können wir jetzt mal probieren. Genau. Ich würde persönlich sagen, wir probieren zuallererst mal unser Freibier. Schenken uns da mal einen kleinen Schluck ein, Stefan, und dann würde ich vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Gerade auch für unsere Kollegen an den Bildschirmen zu Hause kann ich mal ein bisschen aus meiner Brauersicht tatsächlich sagen und aus Projektleitersicht, mit welchen Herausforderungen ich konfrontiert war und ihr, wenn ihr dann so eine Anlage auch baut, auch konfrontiert sein würdet, potenziell. Aber ich würde sagen, vielleicht machen wir mal die Flasche Freibier gerade auf, kosten mal ein bisschen rein und haben dann einen kleinen Moment, natürlich das zu verkosten und gehen da nochmal so ein bisschen ein und dann gebe ich euch gerne noch ein bisschen weiteren Input. So, wenn wir vielleicht einmal auf die Folie gehen würden zum Freibier. So, Stefan, macht ihr einmal weiter auf die Folie zum Freibier? Extra eine Folie vorbereitet. Genau. Also ich habe es eingangs erwähnt, das ist so ein bisschen die Keimzelle bei uns, was das Thema alkoholfrei angeht. Wir sind hier in Norddeutschland, wir sind hier an der Ostsee. Von uns wird erwartet, wenn wir Biere Pilsener Brauart auf den Markt bringen, dass da Hopfen drin ist, dass da eine Herbe drin ist, dass da eine knackige Bittere drin ist. Folglich haben wir jetzt bei unserem Freibier einen eher herben Vertreter eines alkoholfreien Bieres. Ich würde sagen, wir kosten mal gemeinsam rein. Zum Wohl. Wir sehen von der Farbe, haben wir so einen richtig schönen, kräftigen Goldton, einen weißen Schaum. Wenn wir mal reinriechen, merken wir, wir haben ein alkoholfreies Bier, was jetzt kein gestoppter Gärer natürlich ist. Das ist ein komplett entalkoholisiertes Produkt. Also wir haben schon diese Biermatrix, wir haben so ein bisschen Hopfen, den wir riechen, ein kleines bisschen diese grün-grasigen Noten, ein kleines bisschen getreidige Noten. Und wenn wir dann reinkosten, merken wir, das ist für ein alkoholfreies, insbesondere entalkoholisiertes Pilz, ziemlich kräftig vom Charakter. Und ohne jetzt auf die, ich sage jetzt mal, ganzen sensorischen Beschreibungen eingehen, ich habe das mal ein bisschen mit vorbereitet. Dann jetzt hier Genusstemperatur, wenn wir sagen 8 Grad. Natürlich darf ein Pilz, gerade auch ein alkoholfreies Pilz, gerne 1 Grad kälter getrunken werden. Und ich finde das am Ende eine sehr erfrischende Geschichte. Warum machen wir ein entalkoholisiertes Pilz? Wir haben uns in der Vergangenheit sehr viel damit auseinandergesetzt, welcher Bierstil braucht am Ende welche Technologie. Und für uns ist ein Pilsener Bier ein schlankes Bier mit einem trockenen Trunk, darf durchaus einen starken Charakter haben, der sich auch in der Bittere widerspiegelt. Und somit sind wir auf die Vakuumrektifikation, also thermische Entalkoholisierung gekommen. Ich habe gesagt, 100% entalkoholisiert. Also wie machen wir das so ein bisschen im Prozess, ohne da jetzt ja, die Betriebsgeheimnisse oder Malzschüttung oder so weiter auszuplaudern? Ist es so, dass bei uns in der Philosophie hier im Unternehmen ganz, ganz viel auch für alkoholfreie Biere vorhanden ist. Und das ist insbesondere, dass wir die Biere, die wir entalkoholisieren, hier am Standort für sich extra einbrauen. Heißt, andersrum gesehen, wir nehmen nicht einen Nebenstrom P11 und fahren den durch die Entalkoholisierungsanlage, sondern wir brauen ein Bier mit wesentlich höherer Stammwürze ein und auch wesentlich, in dem Falle, ja, einer knackigeren Bittere vielleicht. Um im Vorfeld das, was ich mit der Entalkoholisierung, komme gleich noch so ein bisschen zum Punkt thermische Belastung, im Vorfeld schon ein bisschen mehr reinstecken mit anderen Worten, damit am Ende die Verluste schon ausgeglichen sind und ich dennoch ein Produkt bekomme, was zwar alkoholfrei ist, aber für sich charaktervoll und dem Verbraucher ein Genusspotenzial bietet. Zum Thema thermische Belastung vielleicht noch, die Frage kam ja eben, da kann ich von unserer Seite auch ein bisschen noch was zu sagen. Wir haben zuletzt mit Corosys mal unsere Anlage unter die Lupe genommen. So zwischendurch haben wir immer mal kleinere Projekte, wo wir sagen, wir sind grundsätzlich damit zufrieden. Die läuft 100%ig, die Anlage. Aber es gäbe ja möglicherweise vielleicht noch das letzte Zehntel, was man optimieren könnte oder neue Technologie, die uns im Kopf rumschwirrt. Und da haben wir tatsächlich Proben genommen, die Anlage auf verschiedenen Temperatur- und Druckniveaus gefahren und die thermische Belastung ermittelt. Wir sind zurzeit hier in der Anlage bei 38 Grad. Das war uns wichtig.
In der Vergangenheit, auch extern, haben wir bis zu 50 Grad Entalkoholisierungstemperatur gehabt. Und mit dem Wegfall einerseits natürlich der Transporte, die uns sehr viel Sauerstoffeintrag gebracht haben, und auf der anderen Seite der abgesenkten Temperatur in der Anlage haben wir jetzt für unser Freibier unterm Strich sensorisch ermittelt circa 2 Monate mehr Mindesthaltbarkeit bekommen. Das ist für uns, für das Produkt schon mal eine sehr gute Sache. Nichtsdestotrotz ist man dann natürlich noch weiter dran an dem Thema. Ich wollte noch ein bisschen was erzählen, Stefan, zum Thema, ja, wie lief das Projekt? Was waren so unsere Anforderungen? Ich habe so ein bisschen gesagt, wir wollten das, was wir für die Zukunft im Hinterkopf haben, schon in die Anlage reinhaben. Als wir zusammengesessen haben, haben wir die Anlage jetzt nicht gesehen im Sinne von, da ist eine Ausschreibung, Spezifikation, quasi ja, der Querschnitt oder die Quersumme aller Angebote, die am Markt vorhanden sind, sondern wir haben es zurückgedacht von unserem Produkt. Wie soll unser Produkt aussehen? Das war Freibier und das war zumindest im Kopf zu der Zeit Atlantic Ale alkoholfrei. Und somit haben wir uns hinten raus bei der Anlage, insbesondere was die Dosagestellen angeht, für beispielsweise Mutterbier, entgastes Wasser, gestoppten Gärer, Würze und so weiter und so fort, schon sehr konkrete Gedanken gemacht und uns das auch gewünscht. Wir haben, was die Anlage an sich angeht, nicht einfach eine Anlage auf einem Skid kaufen wollen, die wir dann ja möglicherweise selber anbinden, also Plug and Play, wie man so schön sagt, was aber im Anlagenbau nur sehr selten funktioniert, sondern wir haben uns eine Gesamtlösung gewünscht. Und das war auch, muss man jetzt sagen, das hat der Stefan jetzt vielleicht nicht so direkt in den Mund genommen, aber man kann schon sagen, wir haben Corvosus schon gechallenged. Und zwar mit dem Auftrag von letztendlich der Anbindung an unsere Medien bis hin zur Alkoholverladung eine Komplettanlage zu liefern, inklusive Ethanoltanks, Zollmesseinrichtungen, Uhren, Verladung und so weiter. Und das war schon ein ziemlich großes Projekt. Ich kann jedem am Ende aber nur sagen, die Herausforderungen, die mir und die uns persönlich hier begegnet sind, gerade im Hinblick auf Bundeemissionsschutz, auf Arbeitssicherheit und so weiter, sind so umfangreich, dass ich jedem eigentlich nur raten kann, sich für ein solches Projekt ich sage mal, man sagt immer so schön so Turnkey-Partner, aber Partner ins Boot zu holen, der das vollumfänglich behandelt und einen am Ende auch durch diese ganzen Verfahren, gutachterlichen Stellungnahmen, Abnahmen, TÜV, Eichamt, Generalzolldirektion, um nur jetzt mal ein paar zu nennen, zu begleiten. Und das war für uns eigentlich ein sehr, sehr großer Punkt. Und insbesondere dieser Bereich Ethanol am Ende, also alkoholfreies Bier zu machen, das ist in unserem Projekt fast eigentlich die Pflicht gewesen. Und die Kür am Ende war, noch diesen ganzen Ethanolbereich zu managen. Wir haben hier ca. 75-prozentiges Ethanol, was anfällt, was wir an der Verladestation draußen abgeben, was zu einem national aufgestellten Alkoholaufkäufer von uns geht. Und das ist natürlich ein sehr, sehr kritischer Punkt, 75-prozentiges Ethanol. Wir haben 2 erdverlegte Tanks, wo da drin lagert, geben den dann über eine geeichte Messuhr ab. Und das ist, wenn man sich jetzt mal mit Ex, Artex und so weiter beschäftigt, ein ja, ziemlich heikles Feld und während unseres Projektes eigentlich auch für die ganzen Gutachter und Abnahmen fast eigentlich der Fokus gewesen. Also das mal so von unserer Seite noch, wo lagen da bei uns so die Herausforderungen? Ich kann sagen, ich würde es jederzeit wieder machen, das Projekt in eine Hand zu geben, in eine Verantwortlichkeit in Richtung Anlagenbau, weil ansonsten sind das, gerade in dieser Komplexität, was den Ethanol anging, wir mussten ihn auffangen, das sei nochmal vorab gesagt, als Auflage von unserem Klärwerksbetreiber bzw. der Abwasserwirtschaft hier vor Ort, weil wir bei uns in der Kläranlage mit Vollauslastung unserer Entalkoholisierungsanlage ca. 40.000 bis 50.000 Einwohner Gleichwerte erzeugt hätten in Bezug auf die Fracht, die wir dort hinschicken. Und das ist so, wie der Stefan gesagt hat oder der Jan vorhin, egal wie sehr ich diesen Alkohol verdünne, ob der jetzt 0,5%ig oder 80%ig ist, absolut gesehen, die Fracht, die da ankommt, ist relevant. Und somit haben die uns gesagt, wenn irgendeine Havarie ist, meldet euch gern, kriegen wir irgendwie mal hin für eine Stunde zum Einleiten. Aber auf Dauer geht das gar nicht, müsst ihr auffangen. Und somit war für uns eigentlich das Thema, wie gehen wir mit dem Ethanol um, schon von Anfang an vorgegeben und waren dann am Ende aber glücklich, letztendlich, dass wir da ja einen Partner sozusagen beauftragen konnten, der inklusive einer CE-Konformität, und zwar für die Gesamtanlage, für das große Ganze, uns alles liefern konnte. Und das hat er auch nochmal gesagt. Ich habe da viele Sachen auch lernen müssen, zum Glück ohne, dass wir eine Havarie hatten, aber viele Erkenntnisse sammeln können. Und das ist
Wenn man eine Anlage aus 100 Bauteilen hat und 100 CE-Bescheinigungen bekommt, heißt das nicht, dass die Gesamtanlage CE hat. Und alles das sind so ganz, ganz kleine Sachen. Und da muss ich sagen, habe ich die Zusammenarbeit sehr, sehr geschätzt. Und wie gesagt, ja, alles aus einer Hand kann ich in dem Falle in Bezug auf meine Herausforderung, unsere Herausforderung mit dem Projekt zumindest als guten Tipp weitergeben. Und das, wie gesagt, ja, ein guter Rat unter Brauern von meiner Seite. Jens, ich wollte da eigentlich nicht großartig reingerätschen, aber auch nochmal dazu sagen, dass das natürlich auch von unserer Seite, man muss immer beide Seiten betrachten. Also das war dann mit euch auch genauso gut ein super Zusammenspiel. Ich denke da an so manche Anrufe oder E-Mails bezüglich Behörden, wo wir eben aus dem ganzen Wissensbereich hier auch in der Unternehmensgruppe rausschöpfen konnten, was eben unterstützendes Papierwerk, sage ich jetzt mal, angeht für die entsprechenden, ich sage mal Stichwort BIMSCH-Anträge, die es abzuleisten galt bei euch zu beschaffen. Ich würde ganz gern dich noch auf einen Punkt, sage ich mal, ein bisschen jetzt wieder weg von der Technik, mehr zum Produkt. Du hattest gesagt zu Beginn, dass es wichtig ist, was vorne reinkommt im Prinzip. Und da in dem Zusammenhang erwähnst du auch immer den sogenannten Süße-Baustein. Könntest du da noch was zu sagen? Also wir haben auch etliche Leute aus dem Hopfenbereich hier in der Audienz sitzen. Vielleicht da in dem Bereich nochmal, welche Rolle oder wie wichtig es ist für diejenigen, die jetzt gerade in der Produktplanung und Produktentwicklung stecken, das zu berücksichtigen. Gerne. Also das ist gerade nochmal richtig gesagt, was mir so richtig eingebläut wurde oder auch hängen geblieben ist, auch aus eigenen Erfahrungen und Versuchen hier bei uns, ist wirklich nur sehr gutes alkoholfreies, also nur ein sehr gutes Ausgangsprodukt sorgt für ein gutes bis sehr gutes alkoholfreies Bier. Es gibt immer oder gab in der Vergangenheit mal in der einen oder anderen Brauerei die Braumeister und Brauer, die gesagt haben, naja, das ist jetzt der beste Tank Pils, den füllen wir ab und der ist für unseren Haustrunk und der ist nicht so gut und den entalkoholisieren wir. Genau das sollte man nicht tun. Am Ende des Tages ist eigentlich nur der beste Tank, den man entalkoholisiert, hinterher ein guter Tank alkoholfreies Bier. Und den Punkt süße Baustein, den du angesprochen hast, den würde ich eigentlich mal ganz gerne aufgreifen mit unserem Atlantic Ale alkoholfrei. Wir haben jetzt ein paar Augenblicke gehabt, das Freibier zu verkosten. Ich mache mal die Flasche auf. Ich würde euch zu Hause bitten, das mal gleich zu tun, mal einen kleinen Schluck einzuschenken. Und wir haben jetzt bei unserem Freibier, was das Vorbild angeht, ein Bier Pilsener Brauart gehabt, von dem man, wie gesagt, dieses Schlanke und Trockene auch erwartet. Im Gegenzug gibt es aber auch Biere, die von ihrer Grundtypik und der Verbrauchererwartung eine Vollmundigkeit, vielleicht auch ein bisschen Malzigkeit und Süße erwarten lassen. Oder, wenn wir es dann mit einem hopfigen, alkoholfreien Bier zu tun haben, tatsächlich zu diesem Hopfen, zu dieser Hopfenaromatik, aber auch zu der kräftigen Bittere, die der Hopfen zum Teil einbringt, einfach einen Gegenspieler zu haben und ähnlich wie bei den alkoholfreien Getränken sowas wie eine Ratio zwischen Bittere und letztendlich Malzsüße am Ende im Bier zu haben. Das hat jetzt hier mit unserem Atlantic Ale alkoholfrei zu tun. Und das ist eine spannende Geschichte. Dieses alkoholfreie Bier, das ist mit Abstand das aufwendigste bei alkoholfrei, was wir bisher gemacht haben. Wir haben in der Entwicklung verschiedene Dummies produziert, nur entalkoholisiert, nur gestoppt, verschiedene, ich sage jetzt mal Hefen und so weiter, die wir ausprobiert haben, auch Maltose negativ und sind dann eigentlich unter unseren 5 Dummies, haben sie blind verkostet, haben sie auch unserem Inhaber vorgesetzt. Wir Brauer hatten unseren Favoriten. Unser Inhaber hat es verkostet. Wir haben denselben Favoriten gefunden und man darf jetzt raten, es war der aufwendigste und was den Wareneinsatz anging, natürlich der teuerste. Unser Inhaber hat dann gesagt, also was Wareneinsatz angeht und Komplexität, das ist nicht euer Problem. Eure Herausforderung ist das beste Bier und meine Herausforderung ist, am Markt den Preis zu erzielen, den es dafür braucht. Aber zurück zum Bier. Wir wollten natürlich so nah wie möglich an unser Ausgangsprodukt oder an das Vorbildprodukt Atlantic Ale heran, ein zitrusfruchtiges, hopfiges, helles Ale. Und da haben wir jetzt bei unserem alkoholfreien 2 Herstellungsverfahren kombiniert. Wir haben natürlich unsere Entalkoholisierungsanlage thermisch entalkoholisiert und wir haben einen gestoppten Gärer hergestellt. Dass das dann nochmal mit Hopfen verfeinert wurde, das sagt wahrscheinlich schon die Stilbeschreibung, erfrischend hopfig, aber vor allem
hoffentlich dann auch die Nase. Und ich würde sagen, wir kosten mal gemeinsam rein. Da merkt man schon, man hat direkt in der Nase eine feine Hopfennote aus der Kalthopfung. Die Herausforderungen, die uns da so ein kleines bisschen begegnet sind, ist natürlich einmal in ein alkoholfreies Bier ein Hopfenaroma reinzubekommen, wie in ein 5- oder 8-prozentiges Bier. Auch das sind natürlich Unterschiede. Das ist aber nochmal ein separates Thema. Für uns war tatsächlich der Punkt, wie bringe ich oder wie stelle ich dieser Hopfenintensität, der Hopfenbittere, tatsächlich einen Gegenspieler entgegen, der für eine Harmonie sorgt zwischen Bittere und Süße. Weil was wir nicht wollten, ist definitiv oder war definitiv unsere Drinkability des Produktes einerseits durch ein zu schlankes, vielleicht leeres Produkt negativ zu beeinflussen. Das wäre, wenn wir jetzt bei diesem Produkt nur entalkoholisiert hätten, vielleicht der Fall gewesen. Da wäre der Hopfen mit seiner Intensität, Bittere und dem Aroma im Prinzip ja ins Nichts gefallen oder hätte nur einen sehr kleinen Gegenspieler gehabt. Und auf der anderen Seite eine gestoppte Gärung, süß, intensiv, malzig, diese Biskuit, Karamell, honigartigen Töne hätten definitiv alleine für sich gesehen auch nicht dazu gepasst. Und dementsprechend ist dieses Bier aus beiden Verfahren kombiniert, wird im Anschluss noch kalt gehopft. Und das ist das, was wir rausgefunden haben. Stichwort süße Baustein. Man kann es letztendlich nennen, wie man möchte. Aber abhängig vom Bierstil sollte man letztendlich jedes alkoholfreie Bier für sich denken. Also wenn ich 3 alkoholfreie Biere mache, heißt das nicht, ich schließe dann nach und nach die Tanks an und entalkoholisiere die durch, sondern man muss sich für jedes alkoholfreie Bier am Ende des Tages ein Ziel formulieren, einen Weg dahin, die Technologie entsprechend auswählen, die Stellschrauben drehen oder vielleicht seinen Prozess auch noch anpassen. Also da sollte jedes Bier immer für sich betrachtet werden, auch was die Technologie angeht, tatsächlich. Stefan Trinker hat noch einen Schluck. Ich kann vielleicht noch mal sagen, in der Phase, wo wir uns für das Thema Entalkoholisierung interessiert haben, haben wir natürlich auch andere Technologien neben der Vakuumrektifikation noch mal betrachtet. Ich persönlich bin da total wertfrei, gehe da als Brauer erstmal total objektiv und offen dran, verkoste auch die Biere. Für mich als Brauer kommt, was Entalkoholisierung angeht, einmal die thermische Entalkoholisierung, also das, was wir jetzt mit der Anlage hier auch vor Ort haben, in Frage, oder die Membrantechnologie. Letztere ist bei uns alleine ausgeschieden aufgrund des sehr hohen Wasserverbrauches. Ich habe eben schon mal auf die Technologie sozusagen auch bei uns im Klärwerk hingewiesen, mit den Einwohnergleichwerten. Das hätte in Summe alles gar nicht funktioniert. Und für uns in unserem Prozess und auch das, was wir in der Zukunft anstreben, was eine Kreislaufwirtschaft angeht, den Alkohol abzutrennen, aufzufangen, abzugeben, im anderen Strom sozusagen das alkoholfreie Bier zu haben, dieses Design der Anlage, wie wir es dann gewählt haben. Wir haben noch Stichwort süße Baustein. Wenn wir das bei uns in der Anlage mischen, der Entalkoholisierungsanlage noch sozusagen inline eine KZE nachgeblockt, wenn wir extrakthaltige alkoholfreie Biere durch Mischen hinter der Entalkoholisierung herstellen, das über eine dauerhafte Produktion von bis zu 4-5 Tagen tatsächlich wir eine mikrobiologisch saubere und sichere Situation im Zieltank respektive im Drucktankkeller dann anschließend haben. Also das nochmal so zum Thema süße Baustein. Das ist eine richtig tolle Geschichte. Man muss es allerdings beherrschen. Einerseits Aroma, das Mischverhältnis, was die Drinkability angeht, den Trunk, und auf der anderen Seite vom Prozess her, was am Ende auch die mikrobiologische Sicherheit angeht. Also da gehört dann auch noch ein kleines bisschen Hirnschmalz, wie man so schön sagt, dazu. Gerade Jens, im Chat kam eine Frage, und zwar, ob auch naturtrübe Biere über die Anlage entalkoholisiert werden können. Ich denke mal, ein Blick ins Licht zeigt, dass euer Atlantic Ale alkoholfrei auch ein naturtrübes Bier ist. Und die Frage kann man klar mit Ja beantworten. Allerdings, wie du immer sagst, Jens, nur scharf separiert, richtig? Genau. Also man muss sagen, was schickt man in die Anlage rein? Uns widerstrebt es oder ist es eigentlich widerstrebt den, ich sage jetzt mal, Bedingungen, die uns auch von anderer Seite gestellt wurden aus dem Anlagenbau. Da steht immer filtriertes Bier im Einlauf, steht bei den Anforderungen. Und wir wollten eigentlich nicht ein Bier, was, wie du eben schon gesagt hast, quasi ein genussfertiges Bier nehmen, wollten es filtrieren, zigfach bewegen, durchpumpen,
letztendlich haben wir mit der Kieselgur die Hefe, die wir abtrennen. Dann gehen wir in den Drucktank oder den Puffertank besser gesagt, gehen dann in die Entalkoholisierung. Dort wird es wieder durch Pumpen und Ventile und so weiter bewegt. Wir wollten eigentlich das Bier möglichst sanft in die Anlage rein und am besten möglich hinten raus gar nicht filtrieren, sondern so möglichst naturbelassen, wie es ist. Und da war unsere Anforderung zu sagen, wir möchten ausschließlich separieren. Wir haben bei uns hier in der Brauerei, ist auch ein bisschen Teil der Philosophie, alle Biere, die keine Pilzbiere sind, oder im Falle unserer Regionalmarke Stralsund, da haben wir noch den Frühlingsbock. Außer diese Biere filtrieren wir hier nicht im Unternehmen, sondern haben mit unserer Zentrifuge sozusagen eines unserer Lieblingswerkzeuge an der Hand, mit der wir verschiedene Trübungsgrade hier einstellen, von kräftig trüb, naturbelassen für Hefeweißbiere beispielsweise, über Kellerbiere, wo wir einen feinen Schleier haben, so eine kleine feine Hefewolke bloß, bis hin zu wirklich optisch blanken Bieren, also nicht filtriert und brillant und dauerhaft brillant klar, sondern wirklich dieses scharf separierte, klare. Und im Falle von Freibier separieren wir das Ausgangsprodukt und fahren das in die Entalkoholisierungsanlage. Was man nicht machen darf, also die Anlage kann wirklich viel, ist allerdings hopfengestopftes Bier in die Anlage reinfahren, weil man dort Probleme bekommen würde mit den Fasern vom Hopfen. Auch das war eine Frage, die wir vorab gestellt haben. Da habe ich mal so ganz provokant gefragt, kann ich auch ein Double IPA da reinfahren, wo ich meinen insgesamt Hopfenfracht 1,5 Kilo Pellets reingetan habe. Das würde folglich nicht gehen. Das wurde auch verneint. Da kommt man definitiv an seine Grenzen. Aber auch da sei natürlich gesagt, ob man sich einen Gefallen tut, das Bier vor dem Entalkoholisieren zu stopfen. Ich kann aus unserer Erfahrung sagen, dass man das besser im Anschluss tut. Also da ist ein bisschen so eine Grenze, was tatsächlich den Feed der Anlage angeht. Eine Frage kam noch im Chat auf gerade und ich denke, dann kriegen wir auch langsam die Kurve. Jetzt haben wir noch 10 Minuten circa, dann machen wir praktisch eine Punktlandung und die Frage kam aus England und zwar, ob die 8 bis 10 Grad Genusstemperatur ein typisch deutsches Phänomen sind. Müssen wir wahrscheinlich beide gerade etwas schmunzeln. Grüße an Ian an der Stelle. Jens, also ihr habt, glaube ich, was zur Gläserpflege dabei gelegt in die Verkostungsbox, aber was kannst du noch zur Trinktemperatur sagen? Also Trinktemperatur ist immer so eine Sache. Ich persönlich bin gebürtig aus dem Hochsauerland in Nordrhein-Westfalen, sprich ich bin ja ein Kind westdeutschen Pilzbieres, eigentlich zumindest was meine frühe Entwicklung angeht. Unsere Schützenfeste zu Hause, den Durchlaufkühler mit Eisbank, möglichst Pilz auf 2 bis 3 Grad gekühlt. Das ist meine Vergangenheit. Man sollte natürlich schauen, ich meine, Volksfest oder so, erwartet man schon, dass das Bier richtig kalt ist. Das hat auch mit Zapfen zu tun. Was den Biergenuss als solches angeht, sind wir ein bisschen individueller aufgestellt und sagen in der Tat, dass bei den dunklen Bieren Genusstemperatur sind wir eher deutlich über die 10 Grad. Wir haben ein dunkles Eisbockbier, unser Nordic Porter. Das ist sogar mit, ich sage jetzt mal, 15 bis 18 Grad ganz gut aufgehoben. Pilzbiere sind wir so, ich sage jetzt mal, um die 6 bis 8 Grad. Und was wir möchten und unseren Konsumenten immer mitgeben ist, auch bei den alkoholfreien Bieren, die im Prinzip nicht zu kalt zu trinken, weil da doch sehr feine Geschmacksnuancen sind, die vielleicht bei kalten Temperaturen dann nicht so ganz zur Geltung kommen. Und somit ist jetzt mal zu Asterix und Obelix zu gehen, ich will jetzt nicht von lauwarmer Cerevisia sprechen, also Genusstemperatur im Sinne von alles über 5 Grad ist kein rein englisches Phänomen, sondern wenn man sich ein bisschen mit Biergenuss beschäftigt, durchaus auch eine deutsche Geschichte, weil wir bei uns auch in Deutschland sehr viele richtig tolle Biere haben, die man, ich sage jetzt mal, auch über 6 Grad oder über 4 Grad genießen darf. Wenn man jetzt mit Entalkoholisierung unterwegs ist, über 50 Grad entalkoholisiert, das extern machen lässt und das Produkt schon 6 Monate in der Flasche ist, dann wäre ich auch definitiv bei 2 Grad. Hat man ein gutes Bier, glaube ich, darf das noch einen Grad mehr haben. Ich glaube, die passende Frage zum Abschluss des Verkostungsteils vom Webinar passt sehr gut. Jens, 1000 Dank soweit. Bleib noch ein bisschen in der Leitung. Wie gesagt, vielleicht kommen noch 1, 2 Fragen, wo wir dich noch mal brauchen können. Aber lieben Dank und
wir hören uns später nochmal. Gerne, hat mich sehr gefreut. Ich würde ganz gerne nach dem Verkostungsteil und so eine kleine Erkenntnisliste aufploppen lassen, wo ich letzten Endes einfach mal alles zusammenfassen möchte, was wir jetzt gerade gelernt haben. Also wenn Sie jetzt als Produzent von alkoholfreiem Bier, als Brauer überlegen, Bier oder eben auch als Kellerbetrieb einen Wein zu entalkoholisieren oder, sprechen Sie uns an. Wir sind für alles offen. Wir erkennen Ihre Bedürfnisse als neue Chance. Jens hat es, denke ich, eingängig an seinem Beispiel erklärt. Es gibt kein Geht nicht bei uns, außer wir stoßen an die Grenzen der Physik, selbstverständlich. Aber ansonsten sind wir genauso wie Sie Getränketechnologen, Brauer und denken im Prozess. Wir möchten nämlich den neuen Nutzen für Sie mit generieren und die Qualität Ihres Produkts zu optimieren und letzten Endes selbstverständlich eine Vertrauensbasis schaffen für eine tolle Partnerschaft, weitere zukünftige Projekte. Das wäre es vom Webinar in dem Moment. Wir haben noch 1, 2 weitere Fragen bekommen, die ich natürlich gerne nochmal in den Raum stelle, auch an Jan und Jens gerichtet. Die eine Frage war gewesen, ob wir oder was es kostet, so eine Anlage zu entwickeln, wenn man also einen Prototyp sozusagen mit in den Markt stellt, der für jetzt hier Störtebeker beispielsweise perfekt generiert ist. Natürlich werden wir jetzt nicht die Zahlen in Euro herausbringen. Ich bitte da um Verständnis, aber es ist sicherlich so, dass das nicht ohne Zusatzaufwand passiert. Jan, vielleicht kannst du da noch 1, 2 Sachen zu sagen. Ja, also zum einen muss man sagen, wir haben ja das Prinzip der Rektifikation nicht erfunden. Das ist ja schon ein eigentlich altes Trennverfahren, das auch in anderen Bereichen, vor allem in der Chemie- oder Pharmaindustrie, sehr gängig ist. Wir haben das Glück, dass wir sehr viel Kompetenz bei uns im Haus und auch in der Firmengruppe haben, vor allem was auch thermische Trenntechnik und Verdampfung betrifft, vor allem mit unserer Tochterfirma, die M&L Engineering, die jetzt auch Corosys Food Technology heißt seit kurzem, und konnten da zusammen diese Anlage eigentlich verhältnismäßig schnell entwickeln. Und man muss sagen, im Grunde, wir haben es durchgerechnet, wir haben es gebaut und es hat auf Anhieb funktioniert. Von dem her haben sich die Entwicklungskosten dahingehend in Grenzen gehalten, wobei man schon sagen muss, wir haben alle Sachen neu überdacht, insbesondere was Reinigbarkeit angeht, auch was die Konstruktion der Anlagen angeht. Und dieser Prozess hält auch noch weiter an, muss man auch sagen. Also die Anlagen, man sieht es ja hinter mir und hinterm Stefan, ist eine neuere Anlage. Die sieht auch etwas anders aus als die beim Jens steht. Das ist auch bei uns jetzt ein fortlaufender Prozess. Und von dem her hält die Entwicklung immer noch an. Wir sind ganz gut gestartet, denke ich, Jens, und wir werden jetzt von Mal zu Mal besser. Kann ich auch von unserer Seite sagen, also für, wie sagt man noch, Modell 0 oder Modell 1, je nachdem, wie man es sehen möchte, sind wir super zufrieden. Also bei uns hat es auch von Anfang an funktioniert. Was für uns schön war wirklich diese Betreuung auch zu haben. Und wir haben euch, ich komme gleich noch zu unserem persönlichen Investment in das Projekt 1 sozusagen, kam natürlich, dass wir eine sehr enge Betreuung hatten und dadurch, dass wir in die Entwicklung der Anlage tatsächlich auch mit eingeschlossen oder inbegriffen waren, konnten wir unsere Ansprüche an unser Produkt sehr, sehr stark einsteuern oder beisteuern, aber haben auf der anderen Seite auch einen sehr, sehr starken Einblick tatsächlich bekommen und unseren Prozess und unser Produkt noch viel besser verstanden. Und das war für uns ja eine auch ganz besondere Sache, einen Anlagenprototypen zu begleiten. Und das auch so ein bisschen aus unserer DNA, die uns unser Chef hier mitgibt, keine Angst davor zu haben, auch mal mit einem Anlagenbauer sozusagen die erste Anlage oder einen Prototypen hinzustellen, sondern letztendlich die Lust darauf zu haben, ja, zusätzliche Potenziale zu heben und zu gewinnen und ja, noch ein bisschen mehr als den Standard am Ende zu bekommen. Mein persönliches Investment, um das mal so mit einem kleinen Schmunzeln zu sagen,
waren ganz, ganz viele Biere und Abende, wo ich mit Jan und Stefan und dem Inbetriebnehmer hier in Stralsund am Hafen sitzen durfte. Ja, auch da denkt man auf menschlicher Ebene sehr gerne zurück. Also unser Investment war natürlich, klar, haben wir auch eine Rechnung im Anschluss bekommen, aber ja, auch auf persönlicher Ebene zwischendurch mal das eine oder andere Bier. Und ja, von eurer Seite aus habt ihr sehr viel reingesteckt, sehr, sehr viele Wege hier oben in den hohen Nordosten, wurde dann aber, glaube ich, mit einer funktionierenden Anlage und ja, dem einen oder anderen schönen Feierabend doch durchaus auch belohnt. Ja, war es auf jeden Fall wert, Jens. Feierabend und Zeit ist ein gutes Stichwort. Ich denke, das wäre dann auch die letzte Frage, die wir noch beantworten können. Das passt noch gut in den Rahmen. Frage nach Lieferzeiten, Preise beantworten wir natürlich individuell, aber Lieferzeiten in erster Linie. Womit muss man rechnen zwischen Bestellung nach technischer Klärung und bis das erste verkaufsfähige Bier aus der dann neuen Anlage kommt? Also ganz grob Pi mal Daumen und eben auch abhängig von technischen Klärung, den individuellen Bedürfnissen und allen, circa 6 Monate. Das ist so ein grober Zeitrahmen, 6, 7 Monate. Und dann sollten die größten, also dann sollte auf jeden Fall Bier aus der Anlage laufen. So individuell, wie man es gerade braucht. Sei noch dazu gesagt, von unserer Seite, wir haben keinen Liter verworfen. Also alles, was auch im Rahmen der Inbetriebnahme erzeugt wurde, hat in die Spezifikationen gepasst, also auch in die Lieferzeit vielleicht gegeben ist. Wir konnten direkt von Liter 1 sozusagen alles verwerten. Das mal noch von uns hinterher, was die Qualität angeht. Eine letzte kam doch noch rein, und zwar die Frage nach den technischen Voraussetzungen für die Installation. Also ich denke, das kann man relativ einfach beantworten. Neben dem, was man Produktzu- und Abfuhr braucht. Wärmequelle haben wir ja schon diskutiert. Kältemedium ist sicherlich nochmal eine Frage, muss man dringend Glykol oder zwingend Glykol nutzen? Stelle ich nochmal mit dazu. Jens, wie macht ihr das? Also wir haben hier Ammoniak als Kältemittel und Glykol als Kälteträger und kühlen die Anlage mit Glykol. Also das haben wir ganz einfach an unseren Kreislauf angebunden, die Anlage. Muss natürlich immer schauen, dass man so ein bisschen von den Vorlauftemperaturen, dass das halt auch abgestimmt ist auf die Anlage. Auch das ist vielleicht nochmal wichtig, technische Voraussetzungen, wenn die Frage gestellt wurde. So eine Entalkoholisierungsanlage, eine Vakuumrektifikation, das ist ein ziemlich präzises, empfindliches Gebilde. Also da sollten die Eingangsdrücke und Volumenströme, die man der Anlage bietet, möglichst konstant sein oder man besser gesagt andersherum seine Medienversorgung sehr gut kennt und auch steuern kann tatsächlich. Aber das anzubinden bei uns war jetzt kein Problem. Man muss nur wissen, welche Temperaturen, welche Drücke man hat, weil darauf der ganze Prozess abgestimmt ist. Und wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, bei der Dampfversorgung auf einmal 1 Bar runterfällt und ein halbes Bar und dann in der nächsten Sekunde wieder hoch, dann kommt die Anlage irgendwann ins Ungleichgewicht und fängt an zu tanzen. Und dementsprechend sollte man da durchaus auch ein Augenmerk drauf legen. Das ist aber eher brauereiseitig zu sehen oder betriebsseitig zu sehen, wie man sich mit seiner Medienversorgung vorbereitet auf die Anlage, die dann zu einem kommt. Und sobald man die Versorgung gesichert hat und die Volumenströme und Drücke da einigermaßen konstant sind, dann arbeitet die Anlage im Prinzip wie ein Uhrwerk. Wir schalten sie ein und schalten sie nach 4 bis 5 Tagen wieder aus. Und dann hat sie sehr viel gutes alkoholfreies Bier gemacht. So viel mal dazu. Ja, ich denke, in dem Zusammenhang kann man ruhig nochmal erwähnen, also sofern die technischen Versorgungen oder die technische Versorgung sichergestellt ist, du hast es Uhrwerk genannt, Jan nennt es verfahrenstechnisches Spinnennetz, all das beinhaltet das, dass die Regelung schlichtweg vernünftig und sauber programmiert ist. Also es gibt eben keine Kavitationsregelung mehr, sondern das ist alles sauber füllstandsgeregelt. Und das ist ja auch wichtig für die Integrität, die ich angesprochen hatte, für die Zukunft. Sprich, wenn man, Jens, ihr habt ich glaube, bei Siemens erwähnt gehabt, im Gedanken der I4.0 weiterarbeitet, Weihenstephaner Standards einsetzen möchte in Zukunft. Wenn man euer neues Abfüllzentrum mal sieht, dann weiß man, wo die Reise hingeht.
dann ist definitiv die Entalkoholisierungsanlage dafür fertig und praktisch steht bereit, integriert zu werden. Ja. Gut, dem ist nichts hinzuzufügen offensichtlich. Dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei euch beiden und auch in die Regie. Schöne Grüße. Herzlichen Dank allen, die zugehört haben. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Sobald wir wieder mit einer neuen Folge vom Bevinar am Start sind, geben wir rechtzeitig Bescheid. Wenn es Spaß gemacht hat, erzählen Sie es weiter. Die ganze Sache wird natürlich auf YouTube hochgeladen und dort zum Nachschauen nochmal bereitgestellt. Wie gesagt, Ihre Meinung ist uns wichtig. Einfach in jetzt nachfolgenden Umfrage gerne offen und ehrlich antworten. Wir versuchen alles zu berücksichtigen für die nächste Version des Bevinars und ja, freuen uns, bald von Ihnen zu hören und wünschen noch einen schönen Nachmittag. Viele Grüße und bis bald.